Ja, wir haben angefangen 1990 und ein Jahr später hatten wir gleich schon das erste Produkt. Haben wir auf Messen ins Wasser gelegt und der hat immer noch funktioniert. Ja, und das hat die Leute begeistert. Der hat mich bis heute auch froh drum. Also dieses familiäre Umfeld hier in der Firma wollte ich gegen nichts mehr eintauschen. Das in eigener Hand zu haben, wie man mit Kunden kommuniziert, das ist vielleicht das Steckenpferd von Carb Sounder. Also im Grundsatz sind wir Hersteller. Und nach der eigenen Herstellung und Produktion vertreiben wir in erster Linie an den Großhandel und auch an den Fachhandel. Es ist aber so, dass wir als Direkthersteller auch den Kontakt zu vielen Endkunden haben und diesen auch wahren. Das ist vor allen Dingen im Servicebereich so. Der Kunde weiß es zu schätzen, dass er uns als Hersteller zur Seite stehen hat, solange er unsere Produkte besitzt und fischt. Also das heißt, wir bringen neben unserem Service auch eine gehörige Portion Support mit, egal ob das über soziale Netzwerke ist oder über E-Mail-Programme oder per Telefon. Da suchen viele Kunden den Kontakt direkt zu uns und ich denke, diesen Part machen wir ganz ordentlich. Ja, und es macht auch, muss ich sagen, sehr viel Spaß, das in eigener Hand zu haben, wie man mit Kunden kommuniziert und dem Kunden auch verdeutlicht, dass uns hier die Arbeit Spaß macht und der Kunde hier auch, egal in welchem Belang, geholfen bekommt. Das ist vielleicht das Steckenpferd von Carb Sounder und das macht uns auch letztendlich als eigenständige Marke aus. Matthias Sommer hat als Kaufmann und Nicht-Angler offenbar genau diesen unverstellten Blick, der die Führungsmannschaft so richtig rundlaufen lässt. Er wirkt auf mich wie die Mutter der Kompanie. Ja, wir haben angefangen 1990 und das war so der Startpunkt, in diese Entwicklung reinzugehen. Und ein Jahr später hatten wir gleich schon das erste Produkt, den Basic damals, Basic Camus, gibt es heute übrigens noch. Und das war das erste Produkt, was gleich 100% wasserdicht war, mit einer O-Ring-Dichtung versehen und das Gerät war wirklich absolut damals revolutionär, weil es gab kein anderes Produkt, was du ins Wasserbecken werfen konntest. Und den Basic haben wir auf Messen ins Wasser gelegt und der hat immer noch funktioniert. Ja, und das hat die Leute begeistert. Vor meinem Besuch habe ich recherchiert, denn man sagt ja, das Internet vergisst nie. Wie auch immer, ich finde durchweg nur Positives. Besonders die schnelle und freundliche Abwicklung bei Rückfragen, Reparaturen oder Ähnlichem wird immer wieder herausgehoben. Im Vergleich zu größeren Firmen ist es vielleicht so, dass wir als kleineres Familienunternehmen den direkten Zugang zu Endkunden, Großhändlern wie auch Fachhändlern suchen können. Und ich glaube, dass das gut ankommt, weil alle Instanzen, ob Endkunde, Fachhändler oder Großhändler, entsprechend direkt die Kompetenz an der Leitung haben. Das, denke ich, ist ein großer Vorteil vielleicht gegenüber anderen größeren Firmen. Also wir definieren die Außendarstellung selbst. Aber es ist vielleicht in dem Melange unseres Teams gut, dass auch hier einer sitzt, der eine gewisse Neutralität mit ins Boot bringt. Neutralität eben, weil ich entsprechend nicht angel. Das im Erdgeschoss geplante wird ein Stockwerk höher Realität. Hier wird von langjährigen Mitarbeitern gelötet, geschraubt und geprüft. Peter Kulesch und Kollegen haben die Produktion im Griff. Und wir produzieren Produkte made in Germany, das heißt regional hier in unserer Umgebung lassen wir Gehäuse herstellen, wir lassen die Elektronik herstellen, die Bauteile kommen zu uns, werden hier im Haus verbaut. Doch mich interessiert natürlich, wo genau die Teile herkommen. Nun, auch das Rätsel ist schnell gelöst. Am nächsten Morgen werde ich nach einer kurzen Autofahrt Zeuge, wie eine für mich hochkomplexe Maschine mit atemberaubender Geschwindigkeit die Gehäuseteile für die kleinen Bissanzeiger herstellt. Also die Gehäuse lassen wir auch von einem heimischen Betrieb fertigen.
der auch den Werkzeugbau für uns mit übernommen hat, für die Spritzgusswerkzeuge. Und alle unsere Gehäuse werden aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt. Das ist besonders robust, langlebig und haben wir wirklich seit 1990 beste Erfahrungen mitgemacht. Natürlich kommt es bei der Gehäusekonstruktion immer darauf an, dass es auch so konstruiert wird, dass das Gehäuse am Ende wasserdicht ist. Ein Carb-Sounder-Produkt sollte immer zu 100% wasserdicht sein und da gibt es dort schon bei der Gestaltung des Gehäuses einige Punkte zu beachten, dass das auch hinterher so der Fall ist. Ah, hi Stefan! Und? Alles klar? Eine wichtige Komponente ist natürlich die Elektronik. Da wird zunächst die Platine gefertigt. Diese geht dann zu einem heimischen Bestücker, der die ganzen Bauteile aufbringt, maschinell. Dominik Schwan ist der maßgebliche Entwickler aller elektronischen Komponenten. Und so finde ich mich nicht ganz eine Fahrstunde später in dem Betrieb wieder, der das arbeitende Herzstück eines Bissanzeigers herstellt. Auch hier ist Geschwindigkeit Trumpf. Doch wenn es nur das wäre. Nein, hier geht es auch wesentlich kleinteiliger vonstatten. Der Bestückungsautomat scannt die Leiterplatten in Sekunden, um dann mit seiner rasanten Performance zu starten. Er greift sich die winzigen Bauteile und montiert sie wie von Geisterhand. Mit wachem Auge ist Dominik Schwan bei der Bestückung der Platinen. Und so kann er nach kaum 60 Sekunden einen weiteren Satz in Empfang nehmen. Genau, jetzt mal gucken. So machen. Also nicht von hinten, nicht von der Hela. Dann wird das Ganze wieder zurück zu uns geliefert, wird hier programmiert und wird in die Gehäuseschalen eingesetzt. Was Dominik Schwan hier zusammenfasst, ist in der Produktionskette nochmals ein gewaltiger Aufwand. In meinen Augen ist dies sogar die prägende Veredelung des Produkts. Denn jetzt sind im Hause des kleinen Familienunternehmens für die nachfolgenden Arbeitsschritte vielerlei fleißige Hände vonnöten. Bevor die Elektronik in das wasserdichte Gehäuse kommt, werden kleinste Druckknöpfe, Dioden und diverse Kabel auf der vorgefertigten Platine verlötet. Nach Abschluss all dieser Arbeiten lässt es sich Joachim Flauger nicht nehmen, die eigens im Haus programmierte Software einzuspeisen und so dem Produktleben einzuhauchen. Die Platinen werden jetzt mit Software beladen, das heißt jedes einzelne Produkt kriegt die Software drauf, um nachher auch wirklich schön funktionieren zu können. Überhaupt fällt mir auf, dass sich hier niemand zu schade ist, mit anzupacken, wenn notwendig. Variieren, wir brauchen nichts wegwerfen, wir achten auf Verpackungsmaterialien, wir können jedes Produkt reparieren. Wenn uns jemand was einsendet, haben wir das schnell am Start, können es wieder zurücksenden, ohne dass wir ein Wegwerfprodukt schaffen. Also es ist so, dass wir unseren Service all den Kunden bieten, die ihre Geräte, egal welchen Alters, einschicken möchten oder die Hilfe für ihre ältere Geräte benötigen, da bieten wir unseren Service an. Es ist natürlich kein Zufall, dass ich meine alten Bissanzeiger mitgebracht habe. Denn trotz des zu Beginn berichteten Lebenszeichens haben 2 von ihnen durch auslaufende Batterien Schaden genommen. Ob die noch zu retten sind? Na, hier läuft der Chef als studierter Maschinenbauer sichtbar zur Höchstform auf. Tatsächlich schafft er es, die 3 Geräte vollständig wieder herzustellen. Also einmal ist es dann auch so, dass die Resonanz des Kunden uns selbst gut tut. Also sprich, wenn ein Kunde bestätigt, dass wir höflich zuvorkommend sind oder waren, dann tut es natürlich gut, entsprechend das zu hören. Aber es ist noch vielleicht viel wichtiger, dass der Kunde eine Mund-zu-Mund-Propaganda macht und genau das erzählt, welche Erfahrungen er mit uns gesammelt hat. Helmut Flauger, der Gründer des Unternehmens, scheint allgegenwärtig. Der Respekt vor diesem Vater, Chef und Firmengründer schwingt für mich fühlbar überall in Worten und Taten mit.
Nein, mein Vater ist vor 4 Jahren verstorben, aber wir nehmen seine Philosophie, die lebt heute in jedem von uns weiter. Das ist einfach Fakt. Ja. Das Hauptaugenmerk liegt immer, wie gesagt, auf tollen Produkten. Das war schon die Prämisse meines Vaters, wirklich tolle Produkte, gute Qualität auf den Markt zu bringen. Das ist uns das Wichtigste. Wir hier in Deutschland, mein Bruder in Frankreich. Und so haben wir die Möglichkeit, europaweit da wunderbar zu agieren und auch die Produkte vielen Anglern, vielen Karpfenanglern in Europa zugänglich zu machen. Noch Tage später beschäftigt mich dieser Besuch im positivsten Sinne. Ein solches respektvolles Miteinander im Berufsalltag habe ich nur selten erleben dürfen. Mehr noch, ich konnte mich persönlich davon überzeugen, wie das Familienunternehmen die vielen innovativen Ideen allesamt in Deutschland zu einem nachhaltigen Produkt umsetzt. Und wir sind ja auch nicht abhängig von Fernost. Ja, wir produzieren in Deutschland, wir lassen alles hier regional herstellen. Ja, es ist wie meine zweite Familie hier. Es ist ein sehr familiäres Klima, was wir hier haben in der Firma.